Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil meiner Starlink-Antenne. Und zwar, nachdem wir im ersten Teil alles kurz schnell mal getestet haben, habe ich jetzt schon mal so eine Masthalterung bestellt. Und diese Masthalterung platzieren wir hier anhand von diesem Ständer. Das Ganze kann man hier leicht anheben und nach hinten ausfädeln. Das Ganze wird dann auch hier schön festhalten. Und ja, hier sind dann auch schon so Gummipads. Sprich, wir werden jetzt hier das Ganze erstens mal so platzieren, das Kabel auch gleich hier durch diese Einführung einfädeln, damit wir hier vorne schön rauskommen. Und dann, wie schon im Video erklärt, ist hier eine Gummidichtung und das Ganze sollte dann auch schön ordentlich dicht sein, wenn wir das Ganze hier einstecken. Ja, bis das Ganze schön fest aufliegt. Ja, jetzt haben wir hier unsere Halterung. Diese führen wir hier von der Seite von rechts nach hinten hinein. Jetzt liegt das Ganze schon hier rundherum im Rahmen auf, sprich das Ganze hält jetzt schon mal. Das Einzige, was wir jetzt hier machen müssen, hier haben wir jetzt noch zwei solche Schrauben, die das Ganze vom Gerät ja quasi hier stabilisiert, dass das Ganze dann nicht mehr raus kann. Das schrauben wir jetzt hier zweimal hinein und fixieren das Ganze dann einfach gefühlsmäßig, dass das Ganze dann wirklich ordentlich auch fest sitzt. Und somit ja, hält das Ganze jetzt ordentlich. Und ja, hier haben wir dann auch schon 4 oder 6 solche Schrauben. Das heißt, hier wird dann unser Mast hier eingeführt und die Schrauben quasi ja, befestigen dann das Ganze. Ja, so, alle Schrauben sind hier fixiert und wie wir jetzt weitergehen, das Ganze zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, und zwar ist hier auch noch zu beachten, ich werde jetzt das Ganze noch nicht ganz so fest anziehen, denn hier gibt es auch eine Kabeldurchführung. Ich muss mir das Ganze jetzt oben mal auf dem Dach anschauen, ob ich das ganze Kabel dann auch gleich hier innerhalb durchführen kann oder ob ich hier einen Kabelkanal oder irgendwas hin tue, damit das ganze Kabel dann auch noch geschützt ist. Ja, wir gehen jetzt mal nach draußen. Ja, und zwar wir sind draußen angekommen und das Ganze sollte jetzt auch hier oben beim Satellitensignal installiert werden. Jetzt kann ich schon von unten feststellen, dass unser Mast zu klein ist, damit wir das oben drauf platzieren können. Und dazu habe ich jetzt hier auch schon ein Rohr und das Ganze werde ich dann mit Schellen oder mit solcher Schelle, die bekommt ihr, solltet ihr so ein Problem haben, überall im Bauhaus. Und ja, ich werde mir jetzt allererstens eine Leiter organisieren und aufbauen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir haben jetzt hier unsere Leiter platziert. Ich werde jetzt einmal das Rohr mit nach oben nehmen und schauen, ob das Ganze jetzt von der Länge reicht. Und dann werde ich auch gleich schauen, ob wir hier das Kabel dann auch im Rohr quasi hier innerhalb durchziehen können. Ich weiß nicht, wie das alte Rohr beieinander ist und das ja, werde ich euch jetzt zeigen. Jawohl. Und wir befinden uns jetzt schon mal oberhalb und das Ganze ist nicht gut, weil hier kommt quasi Wasser rein. Ja, wenn ich das Ganze jetzt hier platziere, steht das Ganze etwas vor und so wäre das Ganze perfekt. Ja, ich werde das mit dieser Schlauchstelle jetzt verbinden, schauen, wie das Ganze dann hält
und eventuell noch eine Schraube durchgehen. Danach werde ich schauen, ob ich das Kabel gleich hier einfädeln kann und innerhalb schauen, ob ich einen Auslass habe. Ja, das Ganze war mir jetzt doch noch etwas zu wackelig. Jetzt habe ich hier zwei andere Halterungen, also eine selbst, ja, diese Teile hatte ich gerade um meine Hand, denn später werde ich hier noch eine DVB-T-Antenne montieren und ja, das nehmen wir jetzt als Mastverbinder, denn hier haben wir gleich zwei Schrauben, die man das Ganze zusammendrücken können. Jetzt gehen wir aber noch in den Dachboden, damit wir gleich schauen können, ob ich hier die Möglichkeit habe, irgendwo das ganze Kabel rauszuholen. Jawohl, jetzt bin ich auf dem Weg Richtung Dachboden. Und zwar, hier haben wir schon unser guter Masten hier. Und ja, hier habe ich mir dann vorgestellt, anstatt der Fritzbox Router. Ja, so, hier habe ich jetzt keine Möglichkeit. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ich kann mit der Flex hier ein Auslass quasi flexen, damit wir hier dieses Netzwerkkabel dann im Rohr durchziehen können. Ja, und das Ganze sieht dann schon so aus, ist natürlich nicht perfekt, aber für mich reicht das, dass ich hier den Auslass habe und dass ich hier den Verteiler dann montiere. Ja, jetzt werde ich am besten das Kabel hier von unten, da es relativ lang ist, zum Einfädeln. Immer bitte zu achten, es ist dann auch eben hier, dass hier keine scharfen Kanten sind, damit das Ganze dann nicht beschädigt wird, beziehungsweise das Kabel ja eingeschneidet wird. Ja, und zwar ich habe mich jetzt dazu entschieden, dieses lange Kabel, was hier dabei ist, dass ich diese 1,5 Meter jetzt einfach von unten hier nach oben hinaufschiebe. Und ja, dann muss ich das Ganze hier nicht durchziehen von die ganzen Längen. Jawohl, sehr gut. Das Kabel haben wir schon jetzt mal hier oben und ich werde jetzt den Masten noch um etwas bisschen verlängern, damit wir hier die Antenne montieren können. Ja, jetzt habe ich das Ganze ordentlich fixiert und das hält bombig. Also das Kabel haben wir jetzt auch hier heraus und da kommt dann später noch eine DVB-T-Antenne und hier werde ich eine Multifeed-Anlage von Satellit dann noch installieren. Und ja, wenn das Video dann auch genug Likes und Kommentare und Reichweite hat, dann werde ich dazu auch ein eigenes Video machen. Aber jetzt holen wir uns diese Antenne, führen dieses Kabel hinein und dann stecken wir das Ganze mal hier oben drauf. Jawohl, und das Ganze scheint schon ordentlich zu sitzen. Und ich werde das Ganze jetzt noch etwas beweglich lassen, denn ich werde jetzt mein zweites Telefon holen, um euch bei der Signaleinstellung etwas mitzunehmen und das Ganze optimal ausrichten. Und dann werden wir gleich sehen, wie wir hier ohne Einfluss starkes Internet haben sollten. Ja, damit ich das Ganze jetzt oben fertig einrichten kann, nehmen wir hier zuallererst das Ganze an Netzwerkkabel und schließen das Ganze dann auch schon wieder hier beim Router von Starlink beim Antenneneingang hier an. Es gibt auch dann noch spezielle Halterungen, dass man diese ganzen Dinger dann auch noch schön an der Wand montieren kann. Ich werde aber da dann separat noch etwas verbauen, dass das Ganze ausreichend WLAN im ganzen Haus ist. Aber jetzt geht es in allererster Linie nur um die Ausrichtung und da wird gesagt, wir sollen uns wieder mit dem WLAN verbinden von Starlink. Sprich, wir gehen jetzt hier auf die WLAN-Einstellungen und da kann man schon sehen, dass mein Starlink, dass wir verbunden sind. Und dann gehen wir hier wieder in die App. So, jetzt starten wir, wird eingeschaltet, offline. So, Verbindung optimieren.
Starlink ist verbunden. Wir werden jetzt dann gleich auch noch hier feststellen können, ob die Ausrichtung alles perfekt ist. Wir gehen hier jetzt auf Ausrichtung. Ja, und hier wird schon gesagt, dass wir die Antenne ja noch nicht perfekt sind. Sprich, wir werden jetzt mit diesem Handy nach oben aufs Dach gehen und das Ganze dann jetzt perfekt einrichten. Wie schon im ersten Video gesagt oder gezeigt, jedes Mal, wenn wir die Antenne drehen, passt sich das Ganze an und wir haben dann gleich den richtigen Empfang. Ja, das werden wir jetzt richtig einrichten. Ja, ich habe jetzt hier schon vorab mal doch noch einen Speedtest gemacht, obwohl ich die Meldung hier wieder habe, dass die Antenne um 39 Grad falsch ausgerichtet ist, haben wir hier schon mal eine Spitzengeschwindigkeit gehabt. Jetzt fast 300 Mbit Download und ja, Software wird gerade aktualisiert und ich werde mich jetzt wieder nach draußen bewegen und das Ganze dann optimal einrichten und dann nochmals einen Speedtest durchführen. Ja, und wir sind schon wieder zurück auf dem Dach und hier können wir jetzt schon sehen, dass das Signal nicht optimal ist. Ich werde das Ganze jetzt hier etwas lösen. Ja, und wenn wir jetzt unsere Antenne hier drehen, können wir auch schon feststellen, dass sich das Ganze hier auch mit gedreht wird. Und dementsprechend richten wir jetzt, so wie jetzt hier, die Antenne. In diesem Fall ist das optimale Signal so. Und wir werden das Ganze jetzt auch hier so optimal ausrichten und dann auch gleich befestigen. Und ja, nachdem wir hier das ganze Kabel hier durchgeführt haben, habe ich das überflüssige Kabel hier an den Masten angebunden und habe das ganze Kabel, was ich brauchte, hier hinterhalb mit einem Dosenlochbohrer durchgebohrt und bin mit dem Kabel hier vom Satelliten direkt zu meinem Router. Ja, mein alter Router habe ich etwas nach oben versetzt. Ich habe ihn hier platziert, damit ich genau dasselbe Ergebnis habe wie vorhin. Und ja, das habe ich getestet. WLAN habe ich überall im ganzen Haus. Und ja, somit konnte ich mir eine Halterung sparen. Und ich werde euch jetzt mitnehmen zu einem weiteren Geschwindigkeitstest, wenn das Ganze jetzt so platziert ist. Ja, liebe Freunde, und zwar ich habe jetzt wieder einen Geschwindigkeitstest gestartet. Und zwar diesmal konnte ich nur 281 erreichen in dieser Situation, wie erwähnt. Und zwar, ich will damit nur sagen, ich machte öfters einen Test und ich habe zu Spitzenzeiten, die bisher unbekannt sind, ich werde es euch jetzt hier einblenden. Auf jeden Fall habe ich schon 400 Mbit an Download erhalten. Und ja, wie gesagt, Starlink hat bisher die ersten Tage, die ich das Ganze schon teste und installierte, sehr gute, ja, wie soll ich sagen, Eindruck hinterlassen. Und darum, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir das Video liked, teilt, kommentiert, Erfahrungen oder Fragen habt. Lasst es mich wissen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten spannenden Video.